So, jetzt noch weniger als eine Minute, dann geht die State of Play zu Hogwarts Legacy los. Ich bin super gespannt. Ich habe Angst, dass die jetzt was zeigen werden, was ich nicht so geil finde. Es muss in meinen Augen Multiplayer sein. Es muss. Wenn es kein Multiplayer ist, bin ich leider sehr enttäuscht. Ist leider so. Auch wenn Harry Potter Universum cool ist und dieses Spiel auch als Singleplayer-Spiel cool sein kann, ich bin trotzdem enttäuscht. Ich wünsche mir von ganzem Herzen ein Destiny-Klon im Harry Potter Universum. Das wäre einfach göttlich. Und deswegen machen wir jetzt die Musik aus und sagen, let's go. Rein da. Falls der Ton nicht passt, Bescheid sagen. Oh, der Ton ist nicht da. Jetzt ist er da. Einfach keinen Ton angehabt. Okay, let's go. Warner Bros. Games. Avalanche Studios. Portkey Games. Wizarding World. Lumos. In-Game Footage von der PS5. What do you think you're doing here, humans? Okay, wir haben Hogwarts auf jeden Fall mal Welcome to hier. Hogwarts Legacy. Ja. You're a new student at the famed School of Witchcraft and Wizardry with a unique ability to manipulate powerful ancient magic hidden in the wizarding world. You'll need to uncover what's behind the return of this forgotten magic and who is seeking to harness it to destroy wizard kind, as you may be the one that decides the fate of the entire wizarding world. But before you can study magic and begin to solve these mysteries, you must create the witch or wizard you want to be. Man kann einen eigenen Zauberer oder eine eigene Hexe erstellen. Okay. When you arrive at Hogwarts, you will be sorted into one of the 4 Hogwarts houses: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw or Slytherin. Man kommt in ein Haus. To your dormitory, you will meet up with your housemates in the common room. You will then need to attend classes, and you do have some catching up to do, as you are starting Hogwarts late. Okay, man muss. So you are the new student. Okay, man muss auch You'll Unterricht begin your besuchen. studies attending Charms, Defense Against the Dark Arts, Herbology, and Potions classes, to name a few. Oh, hello. Hi. Class, please welcome the newest rose in our garden. Shall we begin? Welcome to year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art Sieht of aber nach charm Singleplayer work. aus, But tatsächlich. I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. The best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Time for a proper Hogwarts welcome. You may begin. Okay, das sieht ganz cool aus, das Zaubern. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. Here, you'll meet your professors and learn to cast spells, grow magical plants, brew potions, and more. In between classes, you'll be able to explore the castle famous for its secrets, enchantments, and Grafik so lala. Es kommt natürlich drauf an, wenn You'll es discover Open World dungeons ist, and dann. secret passageways, as well Okay. as challenging puzzles that will require magical skill and a clever mind to solve. Es erinnert sehr stark an die Harry May Potter find Spiele von der yourself in PlayStation iconic 1. locations you've never been able to explore before. It's the late 1800s, so while the common rooms and classes may be familiar, most of your professors will not be. However, you may recognize a few faces.
All in good fun. Fast kopflose Nick. Lets me join the headless hunt. I'll be right there with them. This offering is sure to win them over. Don't forget why I'm here, sir. You'll come to know this eclectic group of talented witches and wizards. Vom Gameplay genau wie die ersten Spiele, ja. Ja, absolut. That are part of a special curriculum. Ich glaube, da gibt es überhaupt keinen Multiplayer. Ja, ich fürchte auch. Ich fürchte auch. Ist schade, ich habe es mir sehr gewünscht. Aber wenn sie an die ersten Spiele rankommen, dann wird es trotzdem cool werden, auf jeden Fall. The magical abilities you learn to master through your schoolwork will soon become tested as you unravel a dangerous mystery by working alongside the accomplished and yet enigmatic Professor Fig to try and discover if the rumors of a mounting goblin rebellion hold any weight, and if the safety of Hogwarts lies in the balance. I have. Opinions differ as to how great a threat he really is. Ein Goblin ist der Bösewicht. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. The wizarding world of this era is fraught with dangers. Creatures corrupted by a magical force. Powerful goblins. Ich find's cool und kaufe es, aber and sinister witches and habe auf Skyrim aka Hogwarts gehofft. Even kill to achieve their own goals. Ja gut, ich glaube, da ist es näher dran auf jeden Fall als an Destiny, wie ich mir das gewünscht habe. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child? You're not telling me. But perhaps you shouldn't involve yourself with that just yet. Let's go. Aber theoretisch Dumbledore müsste es schon geben. In den late 1800s. Einfach Goblins, ja. Ich glaube, es ist schon so ein bisschen Open World. Also ich glaube, Skyrim ist gar nicht so weit weg, Mark. Enchanted weaponry and more. While some may attack directly, others might enchant and incapacitate you. Mastery of the shield charm allows you to deflect ranged spells and direct weapon strikes. Defender! Counterattack with powerful stunning charms, allowing you to follow up with extended spell combinations. Ja, also ich meine, wenn es mit dem Kämpfen gut gemacht ist, kann ich mir gut vorstellen, dass es geil ist. Ah, hey boy. Geil. Slam with Descendo. Roast with Incendio. Ja, ich meine, das Anvisieren muss halt gut funktionieren bei dem Spiel. You can even use the mysterious, powerful magic your professors do not understand to obliterate your strongest foes. Mixing and matching dozens of spells will let you define your combat style. On your path to become the ultimate duelist. Ich frage mich halt, wie man diese ganzen verschiedenen Zauber wirkt. Also das müssen ja alles verschiedene Tastenkombinationen sein, die der da anwendet. Man sieht jetzt natürlich kein Gameplay-Overlay. Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. In addition to classes and spells, you'll have access to a deep set of erstmal Avada Kedavra aufskillen. Man muss es ja nur freischalten, dann ist schon, da hat man schon gewonnen. Level up your abilities by choosing talents to upgrade your spells, plants, and potions to increase their power. Decide which talents best fit your playstyle to allow you to focus on your favorite types of magic. Okay, man kann halt auch so Stealth und sowas machen. Loot, buy, or craft your own magical gear. Okay. That will increase your offensive and defensive capabilities in combat. Gear can be upgraded and specialized to allow for greater abilities for your chosen playstyle. Use a strong, even motion when cutting your ingredients. Das ist schon mal geil. Ja,
Also es geht schon so ein bisschen in eine Open-World-Richtung. Also mich würde es jetzt nicht wundern. Spells are not the only tools at your disposal in combat. As you hone your wand skills, you can continue to further your magical education at Hogwarts, progressing your development as a witch or wizard. Okay, ich habe jetzt gerade gesehen, craften. Man muss 3 Minuten warten, bis ein Trank fertig ist. Okay, interessant. Magical plants to mob the battlefield and keep your enemies at bay. Wo sind die Bohnen und Karten zu sammeln? Wo sind die Schokofrösche, ja? Die gibt's bestimmt auch noch. In Beasts class, you will learn about a variety of magical beasts you might encounter, both at school and as you explore the world surrounding the castle and its grounds. The goal of today is to remind all of you Ja klar, how to Quidditch. maneuver on a broomstick safely. Learning and mastering Broomflight is highly recommended, so that you may travel around the world more quickly. Okay. Also doch Open World tatsächlich. You're despicable. Ich dachte gerade, es wäre ein Rennen, aber es ist tatsächlich... May be taught to you by students who become your friends. Okay, es scheint Open World zu sein. Relationships with these schoolmates, they can accompany you on your journey as your companions. Auch echte Spieler. And over time, you'll learn their stories. This is our chance. Wer das Spiel damit verbringen, einfach nur magische Tierchen zu streicheln. Poppy Sweeting has a kind heart and loves magical beasts, connecting with them more easily than with humans. Oh, Angry Birds ist auch mit drin. Unafraid of detention or breaking the rules, Sneaking in the restricted section again. is Sebastian Sallow, a charismatic Slytherin We've been over this, boy. Fiddlefigs cannot reverse a curse. with a troubling family secret. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. You'll meet these students and more as you explore common rooms, hallways between classes, and regular gathering areas. Es sieht schon cool aus. Also, es sieht schon sehr cool aus, das Spiel. Also, wenn das so gut gemacht ist, wie es aussieht, dann wird es schon ein Kracher werden. Secrets of Hogwarts is known as the Room of Requirement. You're introduced to this space that seems to sense what you need and then provide. Guck mal hier, 25 Minuten Wartezeit. Das finde ich sehr, sehr spannend. Das bedeutet, dass da echte Zeit ablaufen muss, um gewisse Sachen zu bekommen. Da müssen wir gleich mal drüber reden. A helpful house elf named Deke helps you discover vivariums that allow you to nurture your own menagerie of magical beasts. What is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. You can freely customize this space to reflect your personality and Lol, man kann sogar seine eigene Welt designen, eigene Häuser bauen und so. Ist ja fast wie in einem Mobile Game, ja, richtig. Für 2,99 kann man die Zeit überspringen. Genau, daran habe ich nämlich gerade auch gedacht. Nachher ist es ein Free-to-Play-Titel. Scheiße, das wäre krass. Aber es kann nicht sein. Aber dieser Echtzeit-Aspekt macht schon wieder Multiplayer ein bisschen... Ja gut, es wird Ingame-Käufe geben. Guck mal, man kann seine Kostüme wechseln. A band of Oh dark je, oh witches je. and wizards emboldened by the turmoil of the times wander the village outskirts. You must avoid them or defeat them. As you explore, you'll find the world surrounding Hogwarts is alive with activity, wonders, and areas of unusual interest. As the school year progresses, dynamic seasons and climates will fill the sky with lightning or sunshine. Or coat the ground with snow or rain. Free-to-Play wäre aber auch geil, nee. Hamlets pepper the countryside. Free-to-Play wäre eine each with Katastrophe, vendors super and freundlich. residents who have stories to tell and missions with which they could use your assistance. Be on the lookout for enchanting magical puzzles that may very well have been designed by Merlin himself when he was a student at Hogwarts. Damit würden sie das komplette Spiel zerstören. Outside the castle walls. Some have been corrupted by a mysterious dark magic, while others are at risk of poachers and their traps. If you're feeling benevolent, you can rescue them and restore them to health. Ne, ich habe lieber ein anständiges Game, für das ich zahle, als ein Free-to-Play-Titel mit so dämlichen Microtransactions, ja. In the world as well. Ja. Dungeons and vaults hold perilous threats and also untold rewards.
Ich meine, wenn das in Richtung Mobile Game geht, dieses Spiel hier. Oh, Avada Kedavra hat er gesagt. Master spells. Befriend new allies. Journey across a landscape never seen before. Uncover ancient secrets. Combat mystical threats. Learn long-forgotten mysteries. Become the witch or wizard you want to be as you leave your unique mark on the wizarding world. Oh, ein Drache. Schön. Here in Hogwarts Legacy. So, Release-Datum. Holiday 2022. Okay, also. Das bedeutet, Holiday heißt doch Sommer, oder? That was your first extended look at Hogwarts Legacy. Now let's hear from the real wizards and witches behind Okay, ist noch nicht vorbei. Weihnachten bedeutet das. Ah ja, okay. Holiday bedeutet Weihnachten, alles klar. Ich dachte Sommerferien. The attention to detail and the passion and the love for this brand that the team has is astonishing. Our team is so excited to take Avengers-Mucke, ich hab's mir auch gedacht, ja. Klingt genauso. This is the game that they've dreamed of for 20 years. Behind the scenes, okay. Portkey Games. Klingt auch so ein bisschen nach einem Mobile Game Studio. The lore of the Wizarding World is already so rich, and all we had to do was harness those elements and build a game out of it. The movies, the books, they all touched me in such a way. Like, it makes me want to go to experience Hogwarts, makes me put in so much more detail into this game. We really want to make sure that anything we add or anything we play with or anything that we explore really feels authentic. Bringing to life just the charm and the love, everything we have for the books, and then marrying that with the iconic experiences from the movies that fans will recognize is really just the perfect handshake between the two. Just the discovery of like seeing things portrayed for the first time. Zur Sicherheit Slytherin wählen, am Ende kann man Avada Kedavra sonst nicht anwenden. Guter Punkt, guter Punkt. You've got all of these elements that can come together to create this amazing AAA open world action RPG. When it comes to the open world, it's just Open World Action RPG AAA, also kein Free-to-Play. Gut, gut. But the final question that fans ask is, what's beyond that? What's beyond the Forbidden Forest? What's going to be beyond Hogsmeade? What's beyond the Black Lake if I start traveling south? And we just felt like we had to answer those questions. Okay, habt ihr gerade die Map gesehen? We're creating a real wide palette of opportunities and ways to explore the world. Okay, also ja, Open World. Gut. Mit Dungeons wahrscheinlich. Für Free-to-Play wäre das ein bisschen zu ambitioniert. Ey, man weiß es am Ende nie. Nachher kommt alles nur mit DLCs und so, aber es wird kein Free-to-Play sein. And a bit of a mystery. The original story that we tell in the game is your story of what you did, you know, in the Wizarding World that you haven't seen before. Or make our own magic with our story we're trying to tell. Fans are familiar with the Wizarding World from, you know, the 1900s and on, really. But now, with this world, we're able to sort of create a space that's their own. Ja, das ist cool. Fans of the series will know that ancient magic has been around for a long time, to say the least, and that Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. And the Avatar, the player, has the ability to sense it and possibly wield it or control it. Our process of development started with rereading the books. And over development, we reread the books many times. Every time we'd start with a new feature, we'd dig into that. And then beyond, we would go into the films. Being able to put our own spin on what this universe is was a pretty big deal. I helped design a piece that nobody has ever seen before. Ja, ich denke, das wird halt absoluter Fanservice werden, dieses Spiel. always wondered, like, what is my common room supposed to look like? It's close enough to the world that we know that fans will recognize certain names.
They'll recognize spells, they'll recognize certain locations. I recognize that doorway, I recognize that classroom. But mostly, it's going to be an entirely new wizarding world that no one's ever experienced. Ja, das ist cool. Die bauen halt auf einem Fundament, das sehr, sehr beliebt und sehr cool ist. Like, what's the thing that everyone comes back to? What's the thing that grounds it all and grounds all these characters and grounds all these figures? And for us, we really felt like that answer was Hogwarts itself. That school, that famous school of witchcraft. Ja, also da haben sie auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Move gemacht. How to bring Hogwarts to life. That was a very big challenge because, as everybody knows, Hogwarts is huge. Now we need to know exactly how this passage connects to this passage for a game, because you're gonna have to walk it. And of course, again, the Sentient Castle, it's got new surprises up its sleeves. It likes to keep its students on its toes. We've put so many little secrets and passageways and rooms in this castle. We recreate those very important locations, and then there's these other places that are only mentioned in the books or just alluded to, and we have to make the connective tissue that brings all of it together. Having a world that is a breathing, living world is very Also man kann auch auf Greifen reiten und fliegen. It's all about the details. And as a concept team, we really got into those details and studied history, studied architecture. I hope that when fans play the game, they get as lost in it as I do. I can just be reviewing a side mission, and all of a sudden I find myself wandering Hogwarts for like 45 minutes because it's so beautiful. The community is absolutely going to love Hogwarts Legacy. It's gonna be so fun. Get that letter to Hogwarts and go to Hogwarts. Okay, ja, ich bin mir jetzt auch sicher. Es ist zwar kein Multiplayer, aber das, was sie jetzt gezeigt haben, das sieht schon sehr, sehr nice aus. Das sieht schon sehr nice aus. We truly hope you enjoyed the Hogwarts Legacy State of Play. Our team is so grateful for the excitement and for the passion that all of you bring to this. It's truly what fuels us. On behalf of our team at WB Games Avalanche, we want to thank you for being here today, and we'll see you at Hogwarts. Okay. That's our show. We hope you're excited for the magic to come. See you next time. Ja, geil. Okay. Ja, das war doch nicht schlecht. Das war doch verdammt nochmal nicht schlecht. Take my money. Ja, geil, hab ich Bock drauf. Ist nice. Ich werde es mir gönnen, aber voraussichtlich nicht kaputt suchten. Wie wenn es online wäre. Ja, okay. Also, all meine anfänglichen Ängste sind jetzt so ein bisschen weg. Es ist zwar kein Multiplayer, leider. Ich denke, als Multiplayer, es wäre zu krass. Also ich glaube, als Multiplayer, da hätten sie noch viel mehr Leute abgeholt. Aber es ist natürlich auch viel gefährlicher, weil man viel mehr, sag ich mal, da falsch machen kann, wenn dieser Multiplayer-Aspekt da dazu kommt. Aber ich denke auf jeden Fall, so wie die das jetzt hier gemacht haben, als Open World, in diesem Sinne, kann man auf jeden Fall mal aus der Kiste ausbrechen, definitiv. Ja, ich denke, das wird ein krasses Spiel. So, machen wir mal hier Ding runter. Sieht man mich auch ein bisschen besser. Das wird auf jeden Fall ein krasses Spiel. Aber worüber wir jetzt auf jeden Fall mal noch reden müssen, bei all dem, was wir jetzt gesehen haben, AAA, Action Adventure, Open World Game, alles cool und es wird gut funktionieren, ich bin mir sicher. Und das sah auch, finde ich, grafisch gut aus. Aber was sollte das mit diesen Timern? Das war wahrscheinlich so im eigenen Bereich und dann konnte man da Potions herstellen. Tja, und jetzt sind da so halbe Stunden, 1-Stunden-Timer dran. Und wie Dave schon geschrieben hat, 2,99 € zahlen, um die Wartezeit zu reduzieren. Oder um die Potion direkt fertigzustellen. Also das finde ich ein bisschen gefährlich, was wir da gesehen haben. Jeanette, wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Also, ich könnte mir vorstellen, dass da ein gewisser Pay-to-Win-Aspekt mit einfließt, was
gar nicht cool wäre. Ich meine, Ingame-Transactions wird es auf jeden Fall geben. Ich meine, man hat gesehen, es gibt verschiedene Kostüme und sowas und man kann seinen eigenen Garten mit magischen Wesen und sowas füllen. Das wird 100%ig mit Ingame-Transactions gefüllt sein. Aber das mit diesen Timern, das finde ich ein bisschen schwierig. Also ich weiß nicht, das erinnert halt wirklich sehr an Handy-Games. Dass man wahrscheinlich Hogwarts erkundet und nicht alles sofort freischalten kann. Ja. Ich meine, ich denke nicht, dass es generell ein Fehler ist, es ist nur sehr ungewöhnlich. Also ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich jemals so einen AAA-Titel gespielt habe, der diesen Aspekt drin hatte, von wegen, ich setze jetzt eine Potion auf oder mache jetzt hier einen Zaubertrank oder lass da irgendwie eine Pflanze wachsen und warte dann tatsächlich Echtzeit eine Stunde. Also, ich schmeck so, ich habe so einen faden Beigeschmack von Pay to Win in dem Ding. Also, dass man halt quasi sich das Leben mit Ingame-Käufen extrem viel leichter machen kann. Das finde ich nicht gut. Also, es ist zwar kein Multiplayer, man hat so gesehen gar keinen Vorteil gegenüber anderen, aber trotzdem, wenn man dann sagt, okay, man muss, keine Ahnung, zum Beispiel für die Platin-Trophäe muss man 1000 Pflanzen wachsen lassen von dieser und dieser Art und die dauern jeweils, keine Ahnung, 4 Stunden, bis sie fertig sind. Und man kann jetzt 2 € zahlen, um die 4 Stunden auf 0 runter zu pushen. Du musst davon 1000 machen, also hast du entweder, kannst du das mal kurz an einem Tag machen mit ein bisschen Grind und einfach 200 € zahlen, oder du musst das Spiel einfach 6 Monate am Stück spielen, bis du das irgendwann mal hinbekommen hast, diese 1000 Pflanzen wachsen zu lassen. Sowas finde ich halt sehr kritisch, wenn sowas tatsächlich Sache wäre. Und das finde ich, hat jetzt so einen, es hat jetzt so einen fiesen Beigeschmack gerade bei dieser Präsentation. Weiß nicht, wie seht ihr das? Aber ja, so das mit diesen Timern, Aber sonst, also sieht es sehr cool aus. Es muss halt vom Gameplay her halt auch wirklich gut gemacht sein. Also gerade diese ganzen Kombis, die jetzt da gerade im Gameplay ausgepackt worden sind. Ich mache den Zauber, dann mache ich den Zauber, dann ziehe ich das dahin, werf den hin und her, dann mache ich das Licht an, dann mache ich mich unsichtbar, dann verwandle ich jemanden in Stein, dann nehme ich jemanden sein Objekt weg und schmeiße es auf ihn, dann mache ich Avada Kedavra. Das sind so viele verschiedene Zauber. Und wir haben einen Controller. Wir werden es nicht auf der Tastatur spielen. Also das muss halt auch gut gemacht sein. Das muss halt auch gut gemacht sein, das Gameplay. Wenn das anfängt irgendwie schwammig zu werden oder so, könnte auch schwierig sein. Pay to Win juckt aber nicht so sehr im Singleplayer. Wenn man das machen will, soll man. Ansonsten kann man ja in der Zwischenzeit was anderes in Hogwarts unternehmen. Ja, absolut. Absolut. Das stimmt. Dadurch, dass es Singleplayer ist, ist dieser Pay to Win Aspekt nicht mehr so groß. Aber ja, wie gesagt, wenn das halt wirklich zum Beispiel... Ich finde halt ein gutes Beispiel ist halt diese Platin-Trophäe auf der PlayStation. Die ist nicht für jeden relevant, aber für mich zum Beispiel. Und wenn da dann halt sowas wäre wie, züchte so und so viele Pflanzen und dann kann man es entweder an einem Tag schaffen oder man muss es, keine Ahnung, 3 Monate spielen konsequent. Finde ich, macht es dann schon ein bisschen was aus. Ich sehe es ganz anders, auch wenn ich es nicht gesehen habe. Ich habe eine komplett andere Meinung. Ich muss dringend ganz schnell leveln. Ja, und ich hoffe, ganz schnell leveln geht nur durchs ganz schnell leveln und nicht durch Pay to Win. Na, das ist noch Spekulation, wie es mit den Zeiten gehandhabt wird. Mal gucken. Aber gar keinen Bock in die Tasche greifen zu müssen, nur weil ich ganz schnell leveln will. Ja, doch, das sehe ich genauso. Es ist nur Spekulation. Wie gesagt, ich werfe dem Spiel jetzt hier gar nichts vor. Aber ja, es wäre halt blöd. Es wäre doof. Ingame-Transactions, alles gut. Aber ja, ich fänd's ein bisschen blöd. Aber sonst sah das Spiel echt cool aus. Also ich finde auch grafisch, klar, es ist kein Horizon. Aber es ist halt absoluter Fanservice, dieses Spiel. Absoluter Fanservice. Und auch mich hat's jetzt gehypt. Ich habe gerade noch gesagt, ich wäre enttäuscht, wenn es ein Singleplayer werden würde. Es wird ein Singleplayer. Ich habe trotzdem Bock. Und ich werde es trotzdem zu Release spielen. Also, mich hat's auf jeden Fall abgeholt. Und ich glaube euch auch.